schön, dass ihr wieder bei Ju's Kochtour eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch in diesem Video, wie ihr leckere Bananenbonbons Geochewy herstellen könnt. Die Bananenbonbons, die schmecken süß, säuerlich und das Rezept ist auch recht einfach. Und nun zeige ich euch die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Ihr braucht dazu 1 Kilo reife Bananen. Hier habe ich normale Bananen, aber wenn es Babybananen gibt, dann ist es noch besser. Dann braucht ihr eine Ananas, 200 Gramm Kokosstreifen aus dem Asialaden, 500 Gramm braunen Zucker, 200 Milliliter Kokosnussmilch, dann 100 Gramm Erdnüsse, 75 Gramm Sesam, 40 Gramm Ingwer, dann braucht ihr Saft von einer Zitrone, dann nehme ich auch den Abrieb noch davon und etwas Salz. Als erstes werde ich jetzt den Sesam in einer Pfanne dann anrösten. Sobald es jetzt schön goldgelb ist, werde ich das zur Seite stellen und umfüllen in eine Schüssel. Als nächstes werde ich jetzt dann die Erdnüsse anrösten. Nun gebe ich jetzt die Erdnüsse in meinen Mörser und werde das dann klein stampfen, also nur grob, aber. So sieht es jetzt aus und so ist es dann auch fertig. Als nächstes werde ich jetzt meine Ananas nehmen und dann das Ganze dann schälen. So, das sind ja diese schwarzen Augen. Wie schneidest du dann diese schwarzen Augen dann weg? Die werde ich jetzt dann spiralartig dann wegschneiden und dann ist dann auch nicht viel weg dann von der Ananas. Okay, bin gespannt. Also ich schneide jetzt erst die Schale noch kurz hier unten weg. So, und jetzt nehme ich eben meine Frucht und hier seht ihr dann auch, wie spiralförmig das alles läuft und so werde ich das dann auch einschneiden. Also ich zeige es jetzt kurz, also hier einfach nur so ab und das geht dann auch. Von wem hast du das dann kennengelernt? Also so schneiden die meisten Asiaten immer ihre Ananas, also von meiner Mama, von meinen Großeltern, also immer. Von mir. Ja, natürlich. Von dir. So. Sieht das Ganze nicht schön aus und wenn man das in Scheiben noch schneidet, habt ihr dann ganz schöne Wellen drin. So ist die Ananas jetzt fertig und jetzt werde ich das in Stücke schneiden, also in feine Stücke schneiden. Aber also ihr könnt es so machen, dass ihr in feine Scheiben das Ganze schneidet und dann in Stücke. Ich werde das jetzt so nehmen, die Ananas, werde einfach mit dem Messer jetzt so einfach reinschneiden und das einfach so ab. Und dann habt ihr auch kleine, feine Stückchen.
Muss man nicht würfeln, oder? Ja, und so geht es dann auch schnell. So, immer die Ananas dann drehen und dann wieder. Schon cool. Aber dafür muss man da muss man aufpassen, dass man nicht seinen Finger da abhackt. Ja, genau. Jetzt gebe ich das alles in meine Pfanne hinein, die Ananasstückchen. So, schneide dann da noch weiter. Und fange somit auch den Saft auf. Den Strunk jetzt in der Mitte werde ich nicht nehmen, weil der ist schon etwas härter. Jetzt bin ich mit dem Ananas fertig. Jetzt werde ich dann meinen Ingwer nehmen und das Ganze schälen und auch in feine, dünne Streifen schneiden. Also das schäle ich hier so ab. Dann kratzt du und schneidest du. Es geht schneller. Geht die Haut auch schneller ab. Also wie ihr seht, so dünn. So dünn dann. So, jetzt werde ich das Ganze in Streifen schneiden. Also wirklich dünn. So. Und das gebe ich dann auch zu den Ananas hinzu. Nun werde ich jetzt meine Bananen schälen. Und wichtig dabei ist eben diese Faser dann auch mit wegzunehmen. Sobald ich auch fertig bin mit dem Schälen, werde ich jetzt mit einer Gabel dann die Banane dann zerdrücken. Also gerade so. Und das ist auch recht einfach, weil die Banane ja schon recht reif ist. Nachdem ich jetzt die Bananen zerdrückt habe, werde ich das jetzt zu den Ananas geben. So. Anschließend gebe ich jetzt meinen Zucker hinzu. So. Salz. Und eben Abrieb von der Zitrone. Und dann jetzt den Saft. Den Kern natürlich nachher später rausnehmen. Die brauchen wir nicht da drin. So. Jetzt werde ich das Ganze dann auf den Herd stellen und werde das dann hin und her wälzen für circa 1 Stunde, weil sonst brennt euch das Ganze auch an. Nach 30 Minuten werde ich jetzt Kokosnussmilch und Kokosnussstreifen hinzufügen und unter ständigem Rühren, also für circa 1,5 Stunden weiter köcheln lassen, bis das Wasser dann auch komplett verdunstet ist und die Masse zu einem dicken Klumpen geworden ist, aber trotzdem noch weich ist und nicht hart.
Nach 1,5 Stunden werde ich jetzt Sesam und Erdnüsse dazugeben und das Ganze verrühren, bis es gleichmäßig ist. Nachdem ich jetzt alles gut vermischt habe, werde ich jetzt die Masse in eine Form geben. Hier habe ich eine spezielle Form, 28 cm x 24 cm. Aber wenn ihr jetzt nicht so eine Form habt, dann könnt ihr die Masse auch in eine rechteckige Form geben und mit einer zweiten anderen Form dann das Ganze dann zusammendrücken. Davor werde ich einen Bratenschlauch dann aufschneiden und die Form damit auslegen. Nun werde ich jetzt die Masse in die Form geben, gleichmäßig verstreichen. Dann werde ich Sesam darauf streuen und mit einem schweren Gegenstand das Ganze dann erschweren, damit alles schön dann gleichmäßig ist. Nach 10 Minuten werde ich das Ganze dann herausnehmen und gut abkühlen lassen, am besten dann über Nacht. Als nächstes werde ich jetzt die Masse in rechteckige Stücke schneiden und mit Frischhaltefolie dann einwickeln.
Und so habt ihr schöne, kleine und leckere Bananenbonbons, die ihr auch als kleines kulinarisches Geschenk oder Mitbringsel aus dem fernen Asien für eure Freunde und Verwandte mitbringen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Probiert es unbedingt aus und bis zum nächsten Video. Tschüss!